Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Und ihr seht es schon, ich habe einen Gast eingeladen und das ist niemand geringerer als mein guter Kumpel K1, K2the1. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung. Ich freue mich riesig, dass das endlich geklappt hat, dass wir beide gemeinsam vor der Kamera zu sehen sind. Ja, hallo, danke Charles. Hallo auch an die Zuschauer. Es ist eine Ehre, hier zu sein und ich freue mich auf die Sendung. Ja, und vorweg nochmal vielleicht, das ist ja jetzt ja unsere Premiere, dass wir beide gemeinsam was machen. Und was die Zuschauer nicht ahnen können, ist aber, dass wir beide hinter den Kulissen schon sehr lange vernetzt sind. Ich glaube, du hast mich damals kontaktiert, so nach meinen ersten 2, 3 Sendungen oder so, als ich noch ganz frisch und neu auf YouTube war, und seitdem tauschen wir uns auch regelmäßig über alle möglichen Themen aus. Jetzt haben wir es endlich geschafft, eine gemeinsame Sendung zu machen, und das soll auch nicht die letzte sein, das kann man auch schon mal vorweg sagen. Also uns wird es in Kombo und vielleicht ja auch noch mit anderen interessanten Gästen mal so zu dritt oder zu viert definitiv jetzt öfter geben. Und auch vorweg, der Kanal von K1, der ist jetzt noch nicht so groß wie meiner, was die Abonnentenzahlen angeht. Der hat aber eine super Qualität, weil er ganz tolle Sendungen macht, wirklich zu okkulten und esoterischen Themen. Und deshalb meine Bitte und gleichzeitig auch mein Vorschlag, liebe Leute, alle, die das bei mir gucken, abonniert diesen jungen, gut aussehenden Mann, denn er braucht die Abonnenten, weil das Ganze bringt natürlich nichts oder macht keinen Spaß auf lange Sicht YouTube, wenn man wenig Zuschauer hat. Und K1 bringt Qualität mit, das lohnt sich da reinzugucken. Und vielleicht auch der Aufhänger, warum wir jetzt zusammen diese Sendung heute machen, ist das Thema. Diese Sendung soll das Thema haben: magisches Persien, Zarathustra und die Urarier. Und was könnte ich da Schlaueres machen, wenn wir über Persien sprechen, als ein Perser bzw. einen Iraner einzuladen? Jemanden, der aus dieser Kultur kommt, der auch eben sich lange schon mit Religionsgeschichte und Esoterik befasst und spezialisiert ist auf diesen Themenkomplex. Und deshalb passt das total gut, können wir uns heute gut ergänzen. Wir schauen auch mal, ob wir da alles thematisch heute schaffen. Ansonsten machen wir den Rest in der nächsten Sendung. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und ich bin auch bald fertig mit meinem Monolog, dass ihr dann K1 hören könnt. Warum dieses Thema? Vielleicht vorweg. Es ist uns allen ja klar, dass die esoterischen Traditionen und Strömungen, die wir haben, sowie auch die Religion, ob Weltreligion oder kleinere Religion, alle letztlich ja so aufeinander aufbauen. Es ist wie so ein großer Fluss der Geistesgeschichte und es ist alles miteinander verwoben. Und vielen Menschen ist eigentlich schon bewusst, dass ein großer Teil der europäischen, also der abendländischen Esoterik beispielsweise aus Ägypten kommt. Es ist vielen Leuten auch bewusst, dass wir zu dem alten Israel über Religion wie das Judentum, über Christentum eine Verbindung haben. Und spätestens seit wir so die Yoga-Welle haben oder die Kampfkunstwelle, wissen auch viele, dass viel altes Wissen aus Indien stammt oder aus China und solchen Kulturen in Fernost. Was aber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und aus meiner Sicht zu kurz kommt, ist der Kulturraum Persien. Denn die persische Hochkultur oder iranische, das können wir ja nochmal differenzieren, oder Hochkulturen, die in diesem Raum doch immer wieder auch weltgeschichtlich hervorgetreten sind, haben einen großen Beitrag geleistet, zum Bau dieses Geistesgebäudes, der ganzen spirituellen Tradition. Also es ist, wenn wir so einen großen Strom hätten der Religion, dann ist Persien ein ganz wichtiger Seitenarm. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen behandeln und rausarbeiten. Was ist Persien eigentlich in kultureller Hinsicht, bezogen auf die Mysterientradition? Was kommt aus Persien? Wo gab es Wechselwirkungen mit anderen Traditionen? Und was hat das Ganze auch mit den sogenannten Ariern zu tun? Das ist ja auch ein Begriff, der spätestens seit dem Nationalsozialismus, könnte man sagen, verbrannt ist.
der aber älter ist als diese Politideologie, der eigentlich, was auch eine Verbindung aufzeigt zu Altindien und dem persischen Raum. Es gibt ja auch die indoarischen oder indogermanischen Sprachen und Völker. Es ist ein ganz interessantes Thema. Wir wollen auch heute über Zarathustra sprechen, dem wahrscheinlich berühmtesten und bekanntesten Religionsstifter aus dem persischen Raum, dessen Ideen, was vielleicht auch viel nicht so bewusst ist, ganz stark auch Einfluss genommen haben, wenn es um so angrenzende Religionen geht, also bis hin zum Judentum. Also es ist sehr, sehr spannend und ich hoffe, jetzt habe ich gut ins Thema eingeführt. Und ja, Keyvan, ich würde dir das Wort geben, führ uns doch aus deiner Sicht, vor allem auch aus deiner Sicht als Iraner mal ein, vielleicht angefangen so damit mal, wer sind denn jetzt eigentlich diese Perser oder diese Iraner, was ist das für ein spezielles Volk oder Kultur oder vielleicht auch Volksgemisch? Genau, also da kann man über verschiedene Wege da reingehen, anthropologisch oder eben auch vielleicht auch spirituell. Und das ist ja eben meine Herangehensweise, diesen roten Faden zu erkennen, denn wie wir schon bei der Kommunikation wissen, das ist ja dein Fachgebiet hier mit Hypnosetherapie und so, dass man in der Sprache, in der Kommunikation schon Verzerrungen hat und dieses stille Postprinzip, also wie zum Beispiel, ich sage immer die Erdenschwere, wie jede Tradition, jede Religion, wenn sie anfangs lebendig ist, nach und nach, wenn sie institutionalisiert, quasi entartet, degeneriert und immer mehr zu, ich weiß nicht, zu einem Mythos wird oder zu einer Tradition. Und was mich immer interessiert hat, ist wirklich dieses Lebendige. Und da hast du ja auch viel über Mitraismus gemacht und da bist ja am Ende immer noch nicht zum Punkt gekommen, weil da gibt es 12.000 Jahre zum Beispiel Mitraismus, das hast du auch gezeigt. Und da gibt es zum Beispiel 12 Jahre NSDAP. Und es ist zum Beispiel interessant, dass viele iranische Symbole schon richtig verboten sind und so quasi staatsfeindlich. Aber ich gehe jetzt mal zum Anfang. Es herrscht da so viel Missverständnis, Verzerrung, wie gesagt, und vielleicht auch Fehlannahmen. Und es fängt beim Begriff schon an. Iran heißt übersetzt Land der Arier, kommt von Iran Shahr oder Ariana Shahra, Kshatra im ganz Altpersischen. Und die Sprache hat sich eben verändert und jetzt sagt man nur noch Iran, aber bis 1934 hieß das noch Persien. Und den meisten ist dieser Kulturraum unter Persien bekannt. Und Persien ist aber ein Begriff, den die Griechen angewendet haben. Denn damals gab es ein historisches Volk der Parschawa oder der Parsen und die haben dann auch später Persepolis, kennt ja jeder, ihre Zeremonie. Nicht jeder, aber in unserer Nerd-Community wahrscheinlich viele. Persepolis war die Hauptstadt im persischen Weltreich, die dann von Alexander dem Großen zerstört wurde. Alexander der Schlechter heißt er in Iran und da sieht man auch schon, wie Geschichte geschrieben wird. Im Falle zum Beispiel vom Alexander dem Makedonier, das ist meine neutrale Ausdrucksweise, haben wir dort eben eine Eroberung. Und da ist zum Beispiel spannend, da könnten wir zum Beispiel auch über hybriden Krieg reden, wie eine Kultur zersetzt werden soll über einen langen Zeitraum, ohne kämpfen zu müssen. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist historisch belegt, dass zum Beispiel die Griechen damals das erste große Perserreich dann erobert haben. Persepolis ist ja auch ein griechischer Name. Auf Iranisch heißt es Takhte Jamshid, also die Ruhestätte von Jamshid. Jamshid ist nochmal ein Thema für sich, da könnte man eine eigene Sendung machen. Jam ist Scham, ist wie Shamash und so weiter. Aber die Eroberung von Persien, die Zerschlagung des ersten großen Perserreiches, ungefähr 500 vor Christus, dann gab es eben auch, das ist eine ganz tolle Sache, die auch überliefert ist, irgendwie so eine Massenhochzeit. An einem Tag wurden irgendwie 40.000. Und ich glaube, das war die sogenannte Massenhochzeit von Susa in der Stadt kann sein, oder Region genau. Susa, so nennt sich das. Da hat Alexander dann
wie du schon sagst, 40.000 seiner Männer mit Perserinnen verheiratet. Weil Genau. er hatte ja so die Vision in seinem neu geschaffenen Reich, das Griechentum und Persertum irgendwo so zu verschmelzen. Sehr spannendes Thema, denn zu dem Zeitpunkt gab es eben die Aristos, haben die Griechen gesagt. Und da kommen wir zu dem Begriff Arier, denn die Selbstbezeichnung eben Iran oder Arier, was jetzt natürlich in Verruf geraten ist, blöderweise, wie viele andere Begriffe heutzutage. Aber die Arier haben damals eben was die Griechen, die Aristos, und daraus eben, wenn die Herrschaft der Aristos, kommt die Aristokratie. Mhm. Und die Arier, die Aristos, wurden dann vermählt mit den griechischen Feldherren, Generälen und auch Staatsmännern, wie auch immer. Ja, und dann zum Beispiel kamen dann so Völker und Ethnien raus wie die sogenannten Baktrier. Hört man auch häufig, wenn man so in diesen Nerdkreisen ist. Die Baktrier. Baktrien ist eine historische Region, das ist so heutiges Afghanistan. Ne? Richtig. Und das Geile ist, auf Original heißt es dann Bachtiari. Und die Bachtiari gibt's heute noch. Das ist so ein Nomadenvolk. Und das ist so eine Mischung aus Griechen und Persern. Also das ist so Wahnsinn. Deswegen haben die auch so eine bestimmte Physiognomie. Und das Interessante an Iran ist, dass da irgendwie alles sich assimiliert hat in dieser Region. Du sprachst eben von Susa. Und die Stadt Susa im heutigen Irak, eigenes Thema Irak, Susa heißt Shush. Und Shush ist in der Region, die man heutzutage eigentlich die Elamiten-Region nennt. Denn es rasten die Leute wieder aus, weil wir von Hölzchen auf Stöckchen gehen. Aber es ist eigentlich dieser rote Faden, den auch jeder nachprüfen kann. Ihr müsst mir auch gar nichts glauben. Gunnar Heinzson, den kennt man ja in Fachkreisen. Der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben namens Die Sumerer gab es nicht. Das ist so eine Erfindung der jetzt Gelehrten praktisch, ja. Solche Theorien gibt's auch in Bezug auf die Slawen, da will ich auch irgendwann mal eine Sendung drüber machen. Auch hochpolitisch aufgeladen, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt so alternative Geschichtsforschung, die dann manchmal so Begrifflichkeiten oder Völker oder Kulturen so dekonstruieren oder feststellen, das sind vielleicht nur Erfindungen von Gelehrten mal gewesen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, und zu der Zeit, genau, als diese, wie sagt man, Archivierung oder wie auch immer, Terminologisierung, die Namensgebung stattfand. Und da kommen ja auch immer diese Royal Society und was weiß ich, Freimaurer. Da gab es zum Beispiel damals zu der Zeit tatsächlich nur 4 Menschen weltweit, die dann diese, wie heißt diese Schrift, die Keilschrift, ne? Die Keilschrift entziffern konnten. 4 Leute und die waren irgendwie alle im selben Club. Könnt ihr alle nachforschen in diesem Darknet des Internets. Aber Iran ist insofern interessant, denn als eine Zivilisation sollte man sie betrachten, denn von dort kommt eine originäre Religion, Mystik, eine Ideenwelt. Und wenn wir da zum Beispiel zu Zarathustra kommen, ist auch ein super Beispiel. Fakt, in Anführungsstrichen. Ne? Also die Faktenchecker es gibt ja Faktenchecker nicht erst seit Corona. Die damaligen Faktenchecker haben herausgefunden, dass Zarathustra ungefähr 1000 vor Christus gelebt haben muss. Aber das kann nicht stimmen von der Zeit her, weil Zarathustra quasi den Mithraismus einfach übernommen hat und daraus eine oder eine Religion gemacht hat. Und dieser Mithraismus, aber auch eben diese zoroastrischen Elemente kamen bereits bei den Vorgängern der Arier schon, bei diesen sogenannten Elamiten vor, denn historisch überliefert, der Gegenspieler vom Alexander dem Makedonier ist dann Cyrus oder Kyros. Auf Iranisch Kurosh und natürlich Kurosh der Große für die Iraner. Ja, und wobei ich glaube, Alexander hat gegen Darius gekämpft. Kyros gibt's auch noch. Genau, aber Kurosh ist der Gottvater, der Stammvater und daraus Darius und dann Xerxes, sagt man auch. Xerxes. Und es ist auf jeden Fall so dieses Achämenidenreich, sagt man, diese Achämeniden-Dynastie auf Iranisch Hachamanesh. Und als die quasi ankamen und postuliert haben, wir sind die Könige der Könige, die Arier und so weiter, dann haben sie auch
dazu postuliert und wir sind jetzt auch die Herrscher von Elam, Anshan, Shush und jetzt kommen die geilen Begriffe Uruk oder Arak und wir haben so ganze Begriffe benutzt. Ich bin übrigens in der Stadt namens Arak geboren, ganz interessant, in Iran, und die Stadt Irak oder das Land Irak ist quasi eine Abwandlung von Arak. Und da gibt es ganz viele Orte, die zum Beispiel Uruk heißen oder Erek und so weiter. Das ist, weil ja da eben im Grunde das alles so eine oder wie sagt man auch, Multikulti war, tatsächlich, weil wenn man dieses Zweistromland nimmt, dieses fruchtbare Zweistromland, dann hat man im Westen eben dieses Arabien, da kamen man die ganzen Einflüsse aus Arabien und dann eben auch fast schon Afrika und im Osten eben Iran, deswegen ist da immer auch so eine Unklarheit, was da im Zweistromland genau passiert ist, weil da kamen die sogenannten Arier, aber da gab es bereits seit Jahrtausenden, jetzt kommt's, iranisch sprechende Kulturen dort, neben semitisch sprechenden. Und das ist interessant. Kurz was einhaken, kurz unterbrechen. Zuschauer mögen mir vergeben, aber es ist sehr interessant. Ich habe ja mal diese 3 Sendungen über den Mithras-Kult gemacht. Der Mithras-Kult legendär. Diese Mysterien, Religion im Römischen Reich, und das war letztlich, könnte man sagen, eine alte römisch-griechisch-persische Mischreligion. Der interessante Punkt ist aber, dass die Symbolik des Mithras-Kultes lässt sich astral deuten oder astrotheologisch, und die Forschung hat dann rausgefunden, dass der Mithras dem Sternbild Perseus entspricht. Und jetzt wird's spannend. Mithras ist so eine altiranische Gottheit, entspricht dem von den Griechen definierten Sternbild Perseus, dem griechischen Held Perseus. Und in der griechischen Mythologie ist es dann wiederum so, dass Perseus, der reist unheimlich viel rum. Also der kommt vor allem in Afrika viel rum. Ich glaube in Libyen und solchen Regionen. Ich glaube auch bis nach Äthiopien. Und Perseus hat irgendwann einen Sohn. Und seinen Sohn, den nennt er Perses. Perseus zeugt den Perses. Und die Griechen glaubten, dass dieser Perses dann der Stammvater der Perser ist. Und da hat man dann interessanterweise, wenn man dann den Mithras, der aus Persien stammt, entschlüsselt und rausfindet, dass der Perseus ist, dann ist da Mithras eigentlich der Vater des Vaters der Perser. Und dann verbindet sich das alles wieder. Und dann merkt man auch, wie verwoben die Mythen sind, wie verwoben das ist, was die Völker untereinander voneinander wussten und dachten. Da wollte ich nur mal kurz einwerfen, aber jetzt hast du natürlich wieder das Wort. Ja, kein Thema. Richtig cool, was du sagst, denn da kommen wir auf diese 12.000 Jahre Kulturregion dort und Perseus, supergeil, Perses, und dann gibt's ja auch die Persephone, die kennst du ja auch, ne? Die Persephone, die wird ja dann irgendwie, weiß nicht, ob die in die Unterwelt eingesperrt wird oder dahin geht. Und dann heißt es zum Beispiel, die darf dort nichts essen, nichts anpacken in der Unterwelt. Ne, und was macht die Persephone? Die schnappt sich 5 Granatapfelkerne. Wird übrigens auch in diesem Tarotdeck von dem Golden Dawn auch so dargestellt mit Granatäpfeln. Warum? Weil das ist überliefert, dass die zum Beispiel DMT konsumiert haben. Granatapfel ist ja immer so ein Symbol für DMT, denn ich glaube, die Rinde oder die hölzernen Anteile beinhalten halt eben DMT. Und dann kommen wir auch zu dieser Rauschkultur mit den Berserkern. Die Berserker, das waren ja auch diese germanischen Stämme, die dann abgehauen sind mit skythischen Stämmen zusammen. Wir können ja später über die Sarmatier reden. Das ist ja aktuelles Thema, Ukraine, was viele Leute... Ja, nochmal vielleicht ein bisschen erklären für die Zuschauer, die jetzt nicht wie wir beide seit Jahren nichts anderes machen, als sich da irgendwelche Völkerwanderungen reinzuziehen. Es gibt die Annahme, das geht dann über Sprachfamilien, dass es eine Sprachfamilie gibt, die man Indo-Arisch oder Indogermanisch nennt. Und dass praktisch verschiedene Völker miteinander verwandt sind oder Sprachen. Das ist auch fraglich, sind Sprachen und Völker wirklich deckungsgleich? Dann gucken wir heute zum Beispiel, wird in Westafrika Englisch gesprochen. Das macht die dort ansässige Bevölkerung aber noch nicht zu Angelsachsen in dem Sinne. Also es ist so ein bisschen tricky. Wer eine Sprache spricht, muss auch nicht unbedingt die Ethnie sein. Aber grob kann man das trotzdem eine Verwandtschaft sehen. Und das verbindet
hätte man jetzt im Westen die germanischen und keltischen und slawischen Sprachen über so eine Brücke, dann mit der Sprache, mit dem persischen oder iranischen bis zum Sanskrit. Und da gibt es dann ganz viele Parallelen. Ein gutes Beispiel ist im Griechischen die Zahl 5 heißt Penta. Ich glaube auf Persisch, jetzt spreche ich es falsch aus, es ist Pench. Ja, das ist ein Dialekt, ostiranisch sagt man Pench. Ja, so, und das ist mit Penta verwandt. Und da gibt's dann ganz viele Sachen, wo man diese ganzen Parallelen entdecken kann. Und deshalb ist es dann auch interessant, das hast du jetzt auch angesprochen, in der Völkerwanderungszeit, also wo die germanischen Völker rumwanderten, haben dann teilweise germanische Völkerschaften sind zusammen mit iranischen Reitervölkern umhergezogen. Bestes Beispiel sind die Westgoten, die hatten dann die Alanen mit im Schlepptau, die Alanen, ein persisches Volk. Und ganz interessant, ein Teil der Alanen, weil die Alanen sind dann mit den Westgoten verschwunden, aber es gibt noch einen Rest von Alanen und das sind die Osseten im Kaukasus. Und ich war mal in Ossetien und habe Osseten dort kennengelernt, also weil das ist so eine kleine Region und das kennt auch kaum jemand und ich war dann dort und fand es nur toll und hatte das Glück, mein Busfahrer, also so ein Minibus, der mich durch die Landschaft gekarrt hat und da mich und ein paar andere, war Ossete. Und das war ganz interessant, weil der hat erzählt, der hat zur Sowjetzeiten Persisch studiert. Und das war sehr naheliegend. Als Ossete, als Angehöriger eines iranischen Volks, hat er persische Sprache und Literatur studiert, war dann aber, das ist so ein bisschen typisch für Russland, Leute, die hoch ausgebildet sind, arbeiten als Busfahrer. Aber ich fand das spannend. Also da gibt's ganz viele Verbindungen und wie das zusammenhängt. Und das geht dann ja auch gerade, du hast die Sarmaten schon angesprochen, das war auch ein Reitervolk. Ein persisches, was so in Osteuropa und Ukraine und der Region ansässig war zur römischen Zeit und manche verbinden das auch mit dem Artus-Mythos, vermuten, dass Artus und seine Ritter Sarmaten waren. Aber ich habe ja auch kürzlich erst eine Artus-Sendung gedreht, da geht's dann mit dem Pierre Dietz, der hat ganz andere Theorien, aber es gibt ja viele Theorien, wie die Dinge zusammenhängen, weil die Sarmaten wohl auch so Schwerter verehrt haben, die irgendwie in Stein oder im Boden steckten, so ein bisschen wie Excalibur. Also ganz, ganz spannend, wer sind die Perser? Und weil die Perser so viel oder Iraner letztlich so viel mit den Europäern zu tun haben. Ja, das heißt, man könnte auch von West- und Ostariern sprechen, wenn man so will. Ja, so wie es auch die Westgoten und Ostgoten gibt. Ich glaube, die nannten sich selbst eigentlich Visigoti und Ostrogoti. Deswegen hat man daraus Goten gemacht. Und da sind tatsächlich, wie du sagst, auch diese Völkerwanderung. Die einen sind da geblieben, haben sich dann vermischt. Germanische und skytische, also diese indogermanisch-indoarischen, haben sich da auch diese Donaukulturen sind auch total spannend. Und was du eben mit dem Taxifahrer meintest, mit dem Busfahrer. Ich kenne das zum Beispiel auch bei so Siebenbürger Sachsen, obwohl die aus dem Schwabenland kamen, nach Rumänien. Die sind ja raus wie Exil, weißt du? Die haben so wie so eine Kolonie und die wollen das Deutsche dann ihre Wurzel kultivieren und, oder wie sagt man, kennenlernen. Und die sind dann häufig deutscher als die Deutschen in Deutschland, und das hat man ja auch hier häufig bei vielen Ausländern, dass die dann irgendwie nationalistisch sind und obwohl sie da gar nicht leben, weil man möchte da herausfinden, und ich hatte ja auch diese Identitätskrise und ich muss auch vorab immer sagen, mir geht's nicht um Länder und so, zumal wenn ihr die Landkarte schaut, das sind von Menschen gezogene Linien. Aber was du zum Beispiel sagst, die Alanen beispielsweise, die Alanen sind ja so eine Untergruppe der Sarmatier, oder wir sagen Sarmat. Und da sind einige mit den Gathas in der Hand quasi nach Spanien gegangen und die nannten sich dann Katalanen oder Katalonien, könnt ihr nachprüfen, das sind die Alanen auch, also Westgoten müssten das dann sein. Auch irgendwie indogermanische Reiter. Und was du mit den Pferden sagst, das muss man auch mal hervorheben, denn die Kataphrakten gab's schon 2000 vor Christus. Klären, was Kataphraken sind. Das sind bepanzerte schwer gepanzerte persische Reiter, die Vorläufer der Ritter. Ist auch interessant. Das gab mal dann später das Sassanidenreich. Das war so ein neupersisches Reich und die haben viele Kriege gegen die Römer geführt. Und die Römer hatten ihre Legionäre, die Sassaniden hatten die Kataphraken, das waren schwer gepanzerte Reiter. Und das haben dann die Römer später auch übernommen, nachgeäfft sozusagen. Und so kamen eigentlich Panzerreiter nach Europa. Darauf
geht unter anderem der Ritter dann heraus oder so als die schwere gepanzerte Reiterei auf den europäischen Schlachtfeldern. Und die Schwertschmiedekunst. Ich habe ja auch früher Kampfkunst gemacht. Ich unterrichte auch Kampfkunst im Übrigen. Kampfkunst ist nicht Kampfsport, nicht verwechseln. Kampfkunst, das ist ein weites Spektrum und da geht's dann irgendwann auch um Thema Waffen und dann hat man ja früher immer erzählt bekommen, ja, die geilen Samurai-Schwerter, nix da. Samurai-Schwerter sind so kleine Klingen im Gegensatz zu diesen krassen germanischen Langschwertern und so. Es waren so richtig dieser Ritterkult, diese Chivalry oder Kavallerie, dieser Ritterkult. Und da kommen wir auch zu der Gralsmystik. Das haben scheinbar auch diese Ostrogoti, Visigoti, Sarmatier, Alanen. Ich sag immer Skythen. Warum? Sage ich später. Das haben die Skythen quasi eingeführt und man kann auch die Spur sehen von diesem Ritterkult. Später sogar auch wirklich bei den Templern. Die Templer tragen ja das Mithraszkreuz. Da ist ja schon sehr offensichtlich. Und ganz viele andere Hinweise, dass da auch Einflüsse bei den Templern waren, von eben diesem mithraistischen Kult und worüber wir noch gar nicht geredet haben und eine eigene Sendung machen könnten, sind die Piraten der Antike. Da gab es einen König namens Mithradates I. Das war so ein Piratenkönig und da kommt diese Skulls and Bones Thematik her. Leute, wir glauben, wir müssen 33 Sendungen machen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß, liebe Zuschauer, vielleicht ist die Sendung chaotisch, wäre übertrieben, aber wir schneiden ganz viel an. Das ist einfach, weil da so unsere Themen sind, da kann man so raushauen. Was nochmal interessant ist in Bezug auf diese Sarmaten, dieses Reitervolk, du sagst zusammenfassend Skythen, die haben auch in Mittelosteuropa ein interessantes Erbe hinterlassen. Jetzt ist es so, wir alle kennen ja das Volk der Polen. Jetzt kann man sich fragen, was haben denn die Polen mit den Sarmaten zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts, auf den zweiten Blick sehr viel. Polen hatte bis ins 18. Jahrhundert lang war Polen eine starke, große Militärmacht auch. Und die Polen waren bekannt für ihre starke Reiterei, die sogenannten Flügelhusaren. Also die polnische Reiterei, diese Husaren, die waren auf den europäischen Schlachtfeldern gefürchtet und bekannt, haben auch vor Wien die Türken geschlagen, kann man viel drüber erzählen. Und jetzt ist es aber so, Polen hatte auch sehr viele Adlige. Prozentual an der Bevölkerung gemessen im Verhältnis gab es kein anderes europäisches Land, wo so viele Menschen adlig waren. Nur jetzt war nicht jeder polnische Adlige schwer reich oder schwer mächtig, aber es gab mehr polnische Adlige als als in jedem anderen Land. Und dieser polnische Adel, der hatte ein ganz eigenes Bewusstsein für seinen Stand und die haben sich interessanterweise abgeleitet, ihre Herkunft, von den Sarmaten. Gar nicht jetzt von irgendwie den Westslawen oder irgendeiner europäischen Ethnie. Und es gab eine Richtung, man nannte es Sarmatismus. Dann gab es auch so Kunst. Dann haben sich polnische Adlige auch natürlich als Reiterkrieger zeichnen lassen mit so Leopardenfellen auf dem Pferd, um zu zeigen, so, das ist ein bisschen exotisch, wir kommen hier von den Sarmaten. Die moderne Geschichtswissenschaft tut das ab als eine Art Mythos. Die wollten sich eine Identität geben, haben sich die geklaut. Aber da scheint viel dran zu sein, denn Polen ist, wie gesagt, so an der Grenze zwischen Mitteleuropa und Polen war ja auch weiter östlich und größer, als es heute ist, und diesen beginnenden Steppenregionen in Osteuropa. Und es wird ganz sicher einen starken Einfluss dieser Reitervölker gegeben haben. Deshalb denke ich, dass da was Wahres dran ist, dass dieser polnische Adel wahrscheinlich wirklich zu einem gewissen Prozentsatz von den Sarmaten herstammt. Und das ist ganz spannend, weil eben diese Spuren und diese Verbindungen, die wir von West- und Mitteleuropa in diesen iranischen Raum haben, das ist ganz viel, immer über die russische Steppe, wenn man so will, die liegt dazwischen, war aber für diese Reitervölker relativ leicht zu durchqueren. Und das ist heute alles so verdeckt im Dunkel der Geschichte und kaum jemandem bewusst. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen heute in der Sendung, da mal so viele Beispiele zu nennen und das aufzuzeigen. Ja, im Grunde könnte man diese eine Sendung jetzt immer wieder angucken, in halber Geschwindigkeit, immer wieder auf Pause drücken und googeln oder bei Wikipedia. Ich weiß, Wikipedia ist nicht das Wahre, aber dennoch, wer zwischen den Zeilen lesen kann oder lesen kann, was ausgelassen wird, der wird auch bei Wikipedia fündig. Und es geht ja eben gerade um diesen roten Faden, ne? Also du hast irgendwann mal auch Umberto Eco genannt, ne? So, wenn man den liest, muss ja Wikipedia. Von daher, es geht bei uns nicht darum, irgendwas von Hölzchen auf Stöckchen, sondern es geht um diesen roten Faden. Später
kommen wir auch zu dem Sinn des Ganzen. Aber wir haben hier, du hast das Beispiel Polen genannt, richtig geil. Die sind ja so edel, die leiten ihren Namen ja schon vom Gott Apollon ab, ne? Und diese Reiterscharen, die Türken quasi vertrieben haben aus Wien, ist ja quasi europäische Geschichte. Und die Türken wiederum, die sich ja, und über Türkei könnte man ja eine eigene Sendung machen, weil wir ja dadurch wahrscheinlich 4 Millionen Zuschauer allein in Deutschland hätten. Aber die Türken haben zum Beispiel jetzt vor kurzem oder seit einiger Zeit herausgefunden, dass die sogenannten Göktürken, also die haben Runen gehabt. Also nicht Keilschrift oder so. Das sind die Göktürken sind jetzt so eins dieser Urvölker. Jetzt muss man dazu wieder ein bisschen nochmal erklären. Die ursprünglichen Türken lebten nicht in der Türkei. Die ursprünglichen Türken lebten in der Region Altaigebirge, Mongolei, Kasachstan. Da kommen die Turkvölker her und das waren Reiterkrieger, die viel umherzogen und ein Teil eben die Seldschuken und Osmanen und andere Stämme haben sich dann in dem, was wir heute Türkei nennen, niedergelassen. Deshalb haben die Türken aber eine mythologisierte Urheimat. Das ist eigentlich so in Gebieten, die heute zu Russland oder der Mongolei gehören oder Kasachstan. Wie kommen die Runen dahin? Das ist jetzt nur mal so eine Frage an die Zuschauer. Vielleicht finden wir mal heraus, wie kommen die Runen dahin an die Mongolei? Um aber auf das Thema zurückzukommen, wir haben im Bereich Iran wiederum Hinweise. Da gab es tatsächlich auch historische Völker, die dann eben auch vor der iranischen Aristokratie oder der iranischen Herrschaft abgehauen sind. Eben gerade diese ganzen Skythen, die dann abgehauen sind, die Sarmatier zum Beispiel zum Schwarzen Meer. Und interessant ist zum Beispiel, um das nur nebenbei zu erwähnen, die hatten damals auch die Frauen ganz oben, ne? So, da gab's eben nicht Frauen, die irgendwie untergebuttert wurden, sondern die Frauen waren auch Teil der Aristokratie und dann auch der Kriegerkaste. Und es gibt zum Beispiel überliefert sogar das historische Volk der Amazonen, wobei das auch mythologisiert sein kann, aber es ist bewiesen, dass das sarmatische Kriegerinnen waren am Schwarzen Meer. Und die haben teilweise so viele Männer abgeschlachtet und so. Und das Witzige ist, es gibt auch einen Tempel der Artemis, ne, bei diesen Sarmatiern. Und dieser Tempel der Artemis ist sogar einer der 7 antiken Weltwunder. Und wenn wir den Tempel der Artemis nehmen, also diese Kriegerfrauen haben Artemis verehrt, die Jagdgöttin im Griechischen. Aber Artemis ursprünglich heißt Arta Amesha. Das ist eine arische Gottheit. Und deswegen, wenn man dann über das Thema Ukraine reden würde, das ist ja auch, Ukraine ist mehr indo-iranisch als europäisch, so gesehen. Heißt ja auch interessant, das Wort Ukraine kommt ja eigentlich so aus dem Ostslawischen und bezeichnete ursprünglich so etwas wie Grenzland. Im Zarenreich hat man diese Region als Grenzland empfunden, Grenze zwischen der ostslawischen Kultur, ich nenne sie jetzt mal bewusst nicht russisch, weil das größer ist noch als das, was wir heute Russland nennen, hin zu diesem Steppenraum, wo die Steppenvölker sind. Und das trifft es ganz gut. Das ist ein kultureller Übergangsraum und der jetzige Krieg zeigt eigentlich auch wieder, dass wenn jetzt Kulturen militärisch aufeinanderstoßen, dort ist eine dieser Grenzlinien. Deshalb ist dort auch der Krieg, Stellvertreterkrieg Westen gegen Russland. Das muss dort stattfinden. Ja, das sind alte Sollbruchstellen, wenn man so will. Ich will noch mal auf einen Aspekt hinweisen, der ist eigentlich ganz schön, weil den kann man jetzt plakativ darstellen, wenn man sich jetzt mal K1 und mich anguckt. Wenn man uns jetzt mal anguckt, sieht man, ich bin blond, blauäugig und K1 sieht ganz offensichtlich orientalisch aus oder man sieht, er ist ein Mann des Südens, ich bin ein Mann des Nordens und man in Bezug auf diese Urarier, da streitet man sich ja manchmal so ein bisschen, ja, wie sahen die denn aus? Ethnisch. Es gab ja auch Arier, die vom Iran aus Indien eroberten und die dravidische Kultur dann zurückdrängten und die haben sich dann in den indischen Epen in Sanskrit selber beschrieben als die Reinen, ich glaube Arier heißt auch die Reinen und haben dann so geschrieben, dass sie hellhäutig waren, blond, blauäugig, also sie sahen dann so aus wie ich. So grob jetzt mal vereinfacht. Wir wollen jetzt hier keine rassistische Sendung machen, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir mal locker über diese Themen sprechen. Also es scheint so zu sein,
dass die Urarier, wie viele Völker auch, etwas heller waren, als sie es heute sind und dann durch verschiedene Mischungen und Einflüsse sich optisch gewandelt haben. Aber wie beurteilst du das? Was ist dein Kenntnisstand dazu? Mein Kenntnisstand ist, wie gesagt, die geschriebene Geschichte, ne, wurde eben von Eroberern geschrieben, aber sie wurde vor allem von gewöhnlichen Menschen, in Esoterikkreisen sagen wir nicht sehenden Menschen geschrieben. Und da wurde vieles ausgelassen und da sehe ich zum Beispiel gerade bei dem Thema Skythen, da reden wir ja direkt über das Thema, was du gefragt hast, die Skythen, wer waren die Skythen? Ne? Das ist ja anders formuliert. Die Skythen heißen auf Iranisch Sakistan. Und heute gibt es sogar eine Region im Osten, interessanterweise, die Sistan, also Kurzform für Sakistan, also Skythenland. Das ist das eine. Wir haben interessanterweise in Deutschland auch Sachsen. Sachsen sagt man, nicht alle, aber man behauptet auch, dass das Wort Sachsen verbunden ist mit den Skythen. Genauso wie Scotia, Schottland. Weil wir haben ja eben über Kelten geredet und Leute, die Schifffahrt betreiben. Also, was ich früher auch nicht auf dem Schirm hatte, die haben sogar quasi die erste Seemacht gehabt, die Arier. Die erste Seemacht in der überlieferten Geschichte. Stichwort Mithradates I. auf Iranisch Mehrdad. Der berühmte König Mehrdad. Und das waren halt so mithraistische Krieger, Piraten, die haben wie so Black Ops Navy, würde man heutzutage sagen, für verschiedene Könige Sachen erledigt und da kommt, wie gesagt, dieses Skull and Bones, oder wie das heißt, Thematiker mit den Schädel, alles Mithraismus. Aber wie kommt es, dass diese Skythen, als sie aufgetaucht sind, bereits diesen Mithraismus praktiziert haben? Nachweislich. Man sieht es an der Symbolik, zum Beispiel die Swastika, das Hakenkreuz. Wie gesagt, 12 Jahre NSDAP gegen 12.000 Jahre Mithraismus. Wie kann das sein, dass man das Hakenkreuz als etwas Schlechtes, es ist das Glücksrad, das Sonnenrad, das Lebensrad, Jahreskreis, bla bla bla, 4 Elemente, so viele Glückszeichen, das Yin-Yang-Zeichen, was viele nicht wissen, kommt von den Skythen. Das haben skythische Reiter, Barbaren auf ihren Schildern gehabt. Die haben so einen richtigen Schild- und Schwertkult gehabt, wie du eben gesagt hast. Da wird nichts von erwähnt in der Geschichte. Wenn man, wie heißt dieser Adolf Hitler Gedenkkanal? N24, das ist Hitlers Hunde, Hitler. Das ist kein Müll. Tag, wo man nicht mit Onkel Adolf bombardiert wird im Systemfernsehen. Aber die zeigen nie was über die Skythen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, danach bohren auf diesen einen Punkt, weil das interessiert mich, das finde ich irgendwie super spannend. Was kennst du für Quellen, wo die Urarier optisch beschrieben werden? Weil dass die im Sanskrit in Altindien so als so blond-blauäugige oder so helle Typen beschrieben worden ist, also, soweit ich weiß, die einzige Quelle, die wir haben, wo die mal beschrieben sind. Deshalb haben dann auch die Nationalsozialisten sich darauf berufen. Eine andere Geschichte zum Vergleich bei den Sumerern, ob es die jetzt gab oder nicht. Da ist auch irgendwie, da gibt es so alte, aus der sumerischen Zeit, was auch immer das dann sein soll, wie so Reliefs, wo man so die Köpfe sieht. Und dann haben ganz viele von den Glatzen und so eine eigenartige Physiognomie. Und in ihrer eigenen Legende kamen sie übers Meer. Da weiß man auch nicht so richtig, wie sahen die denn jetzt aus und wo kamen die her. Weil diese Urvölker, darf man nicht vergessen, haben sich dann über die Jahrtausende ganz viel gemischt. Die sehen heute anders aus, die Menschen in diesen Regionen. Aber ob man das so rekonstruieren kann und ob es da vielleicht auch im Iran oder Persien Quellen zu gibt, wie die Altiraner beschrieben werden, ob du da was weißt? Ja, also schon bei den sogenannten Medern, also das heutige Kurdistan, das war aber ein bereits bestehendes Volk, also angrenzend zum Zweistromland, das ist auch ein ganz eigenes Thema. Kurdistan führt in den Kaukasus und da wird, wie du sagst, alles vermischt. Aber was das Äußere angeht, also das ist ganz spannend. Da haben alle Bärte, interessanterweise, also Bärte und helle Augen. Und es gibt diesen Gilgamesch-Epos, Gilgamesch. Da reden auch kaum Leute drüber. Gilgamesch ist die älteste überlieferte Geschichte der Menschheit. Kommt aus diesem Zweistromland. Und das ist so interessant. Diese 4 Leute, die angeblich diese Keilschrift konnten, die haben das dann irgendwie so verzettelt und verzerrt. Aber in Iran gibt es seit Anbeginn gibt es 30 Bände, so dicke Bücher, Gilgamesch-Epos.
Und das wird auch mündlich überliefert, also Stichwort Esoterik, da kommen diese Hymnen und so, die alten Lieder, die überliefert wurden, über mündliche Na, das ist in der Überlieferung. Fachsprache oral tradiert. Oral tradiert, geil. Ja, weil vielleicht haben die sich davor auch schützen wollen vor dieser Institutionalisierung, sodass das immer auch so eine Meister-Schüler-Sache, aber das nur so am Rande. Die werden beschrieben, also im Gilgamesch-Epos, der ältesten Geschichte der Welt, da haben sie teilweise blaue Augen, blonde Haare und die ganze Geschichte in der Bibel hier mit der Arche Noah, und das kommt alles aus dem Gilgamesch-Epos. Ich glaube, 70% der Bibel kommt vom Gilgamesch-Epos und das ist alles Zweistromland. Und da kommen auch so Leute vor, Seefahrer, die kommen, hellhäutige Seefahrer. Also wir können ja mal irgendwann diese 30 Bücher, die so dick sind, mal durchgehen, was Gilgamesch alles erlebt. Es gibt zum Beispiel ein Buch im Gilgamesch-Epos, das Buch Arak. Oder die nennen das dann Uruk, aber es hat was zu tun mit Arak, diese Region, wo ich dann auch geboren bin. Übrigens, nur am Rande, wer jetzt zuhört und aufnahmefähig ist, der wird ein Juwel jetzt hören, und zwar das Wort Irak. Das Land mit diesen geraden Linien, wo jetzt vernichtet wurde. Irak ist eine Erfindung von Winston Churchill. Der hat damals das Wort Uruk oder Arak einfach genommen. Nennen wir das mal, let's call it Iraq. Deswegen, weil Uruk, Irak, das ist alles für mich. Winston Churchill hat Irak erfunden. Prüft das bitte nach. Aber die Region vorher hieß immer Uruk, Arak. Und in diesem Buch Arak geht der Gilgamesch, der Held dieser Geschichte, halt entlang und da kommen Monster und alles immer mit diesem Heldenkult und dann geht's immer um Vergebung und Liebe und so weiter und so fort. Vielleicht ist auch dieser Gilgamesch-Epos auch nur ein gesammeltes oder Gesamtwerk von irgendwelchen anderen Überlieferungen. Ich will nur sagen, für mich sind die Beweise im Gilgamesch-Epos, dass da 12.000 Jahre, für mich beweist diese ganzen Funde der Skythen jetzt in Tadschikistan, Usbekistan, was da für Gräber, da werden Gräber ausgegraben, da werden Paare, so Liebespaare ausgegraben, also die haben schon damals so Liebespaare zusammen vergraben. Die Skythen hatten irgendwelche Kulte, wo sie sich dann aufgeschlitzt haben und. Wir könnten sogar jetzt Bilder zeigen. Es gibt verschiedene Formen von Skythen. Du hast mal über diese phrygischen Kappen, es gibt sogar Spitzkappen, da kommen diese Magie-Zauberhüte her. Und. Also wir könnten die Leute, also ihr Gehirn zum Explodieren bringen. Und meines Erachtens, ja. Ich finde es einfach auch spannend. Ich bin auf diese Optik der Völker nochmal so eingegangen. Es gibt ja weil man da so wenig hat. Man hat dann oft so Beschreibungen. Beschreibungen stammen dann auch manchmal von Gegnern der Völker. Ja, die Römer haben beispielsweise die Germanen beschrieben. Das haben wir, ja. Interessanterweise oft als rothaarig. Ja, man verbindet ja mit dem Germanischen jetzt oft eher so den blonden Typus. Und rothaarig denkt man, dann sind die Kelten, aber die Germanen galten auch oft als rothaarig oder rotblond. Aber da gibt's ja auch Völker, über die heute keiner spricht, wie beispielsweise die Daker, die im heutigen Rumänien lebten, keltische Völker, die bis in die heutige Türkei gekommen sind, die Galater, deshalb gibt's ja auch die Galataserei dort. Diese ganzen Mischungen und wie das zusammenhängt. Aber ja, vielleicht steigen wir mal ein bisschen mit Bildern ein. Du hast ja ein bisschen Bildmaterial auch vorbereitet und da geht's dann auch um Zarathustra. Jetzt haben wir ja ein bisschen so völkergeschichtlich das Thema, sind wir jetzt mal angegangen, aber interessant ist ja auch jetzt mal wirklich religionsgeschichtlich, was kam so aus dem Iran. Und natürlich, es ist ein Sammelbecken für ganz viele Traditionen aus allen Richtungen, dort rein und dort raus und Querverweise. Aber mit dem Zarathustra hat man einen historisch, auch wenn schwierig, greifbaren Religionsstifter, der eine Staatsreligion gegründet hat, der in gewissem Sinne vielleicht altes Wissen, alte Kultur in eine Form gegossen hat, die sich politisch nutzen ließ für das persische Weltreich, was dann entstand. Weil natürlich, du kannst kein Weltreich aufbauen, wenn du keinen starken Staatskult hast. Was vorher vielleicht unorganisiert war und noch archaisch und schamanisch und wild, das ist mit Zarathustra auch in eine Theologie gegossen worden. Und insofern ist er so eine Schlüsselfigur auch der Weltgeschichte.
Ja, total spannend. Zarathustra oder eben manche sagen Zoroaster oder im Original Zarathusht ist halt ein überlieferter Religionsstifter und er hat den Orden der Magoi, der Magier gegründet. Also das Wort Magie kommt auch aus dem Zoroastrismus. Die auf Iranisch Moran haben die Griechen Magoi genannt. Und diese Magier ist auch ganz spannend, ne? Du bist ja Ex-Freimaurer. Manche sagen ja, dass der erste Freimaurer war ja Pythagoras, ne? Und der hat ja irgendwie, äh, was viele nicht wissen, Pythagoras war 12 Jahre im Osten, also in Persien oder Iran. Und als er zurückgekommen ist, hat er sich erst Philosophos genannt. Also manche, also Sucher der Weisheit oder Lieber der Weisheit und dieses Streben nach Weisheit, sagt man, kommt von Zarathustra, weil viele denken, das ist so die Keimzelle für den Monotheismus. Nein, im Original, Zarathustra hat den Titan der Weisheit, nicht den allmächtigen Ultragott, den Titan der Weisheit, Ahura Mazda. Manche behaupten sogar, dass dann eben sogar Pythagoras dadurch den großen Baumeister aller Welten gegründet hat, weil Ahura Mazda ist der Meister der Weisheit. Das heißt, in einem dialektischen Prozess mit Anstrengung, innerer Anstrengung und Streben nach Wahrheit, das ist Originalzitat von Zarathustra, kann der Mensch sich selbst veredeln. Und das ist in diese Religion eingegossen. Das ist jetzt auch sehr spannend, wenn du sagst, Ahura Mazda ist der Meister der Weisheit und es gibt ja auch in der Zarathustra-Religion dann dieses Wechselspiel aus Licht und Finsternis, diesen Kampf und er ist dem Licht zugeordnet. Das lässt ja auch eine gewisse Verbindung zum Lichtbringer, zum Luzifer zu. Sehr gut. Und da haben wir dann über das Luziferanische auch wiederum diesen Querverweis zu den esoterischen Unterströmungen dann auch im Abendland. Und was viele nicht wissen, oh, jetzt kommen wir in dieses Minenfeld, aber gut, da müssen die Zuschauer jetzt leider durch, denn es gibt eben den Archetypen des Prometheus. Die Griechen haben dann angefangen, und das ist auch bewiesen, Aeschylos und ich glaube Heraklides von, was weiß ich, Ephesus, das waren halt diese Urdramatiker und auch Geschichtsschreiber, die dann eben dieses Konzept aus dem Osten übernommen haben mit dem Streben nach Weisheit und dann kam dieser Prometheus. Ganz witzig. Prometheus, der den Göttern das Feuer klaut, weil er die Menschen so sehr liebt. Und jetzt kommt dann irgendwann diese satanische Verdrehung vielleicht oder vielleicht ist es auch nur eine Art Degeneration durch, ja, Entartung, durch Erdenschwere aber ursprünglich Prometheus liebt die Menschen und die Zeus und diese krassen Götter, die nutzen die Menschen nur aus als Spielgehilfen oder was weiß ich. Und dann Prometheus aber will den Menschen das Feuer schenken. Und Zeus sagt, nö, die kriegen kein Feuer. Und deswegen, das ist das Urprinzip vielleicht auch von, ich behaupte mal, das Luziferanische, der Lichtbringer. Denn wie heißt es so schön, klar, man kann ihn dafür verachten, dass er geklaut hat bei den Göttern. Aber das ist das Streben nach Weisheit. Denn was sind die Götter? Zeus und, ach, da können wir auch drüber reden. Im Indischen nennt man sie die Deva, diese allmächtigen Ultragötter. Und dann gibt's auch im Indischen die Asura, die gegen die Deva kämpfen. Und im Griechischen hat man eben auch die Götter vom Olymp. Und dann hat man eben die Titanen auch, ne? Die und machen auch. Bei den Germanen gab es zwei Klassen von Göttern, oh Gott, die Asen und ich glaube, die anderen sind die Warnen. Ich hoffe, jetzt erzähle ich nichts Falsches. Ich bin nicht so fit in nordischer Mythologie, wie man vielleicht hoffen könnte. Das ist richtig interessant. Auch spannend ist, wenn wir über griechische Mythologie sprechen, weil viele dieser alten Stoffe kommen ja über die Griechen zu uns. Und dann denken wir immer, na klar, griechische Mythologie spielt wo? In Griechenland. Und das stimmt nur bedingt. Beispielsweise Prometheus hast du jetzt gerade genannt. Ja, der wird dann, nachdem ein Menschen das Feuer gebracht hat, zur Strafe von Zeus an den Kaukasus gekettet. So, und Kaukasus ist halt eben dieses Gebirge, ja, was so die südrussische Steppe dann von diesem auch Orient, Zweistromland Iran trennt, wo ja auch Völker leben. Gutes Beispiel sind die Armenier, ja auch sehr verwandt, auch kulturell letztlich mit den Iranern oder Uriranern oder gehören da irgendwie so rein.
Und da ausgerechnet, da ist dann der Prometheus angekettet. Ja, Oder Zeus beispielsweise, wo wird der geboren? In der Höhle von Psycho. Da war ich nämlich mal, deshalb weiß ich das so genau. Nicht Psycho, sondern Psycho. Und diese Höhle, da war ich drin, das ist eine Tropfsteinhöhle, ist auf Kreta. Das gehört zwar zu Griechenland, war aber in der Zeit eher so minoisch, so eher so Randbereich. Und die Minoer waren im Mittelmeer so eine Kultur, wo sich auch Ägyptisches mit Griechischem mischte. Ganz interessant, aber viele dieser Völker, dieser Sagenhelden, die hängen dann auch mit anderen Völkern zusammen, rund um die Griechen drumherum. Das heißt, griechische Mythologie ist gar nicht so griechisch unter Umständen. Eher die Terminologie. Die fand ja im sogenannten Kleinasien, Asia Minor statt, als heutige Türkei. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man irgendwann mal eine Türkei-Sendung macht, weil da kann man auch schön ein bisschen provozieren, weil jetzt kommt mein Statement. Die heutige Republik Türkei ist genauso eine Kunstnation wie Irak, Syrien und so. Aber da kann man später drüber reden, weil Türkei war ja ursprünglich eben griechisch, wie du gesagt hast. Und danach war es ja Byzanz, Ostrom, paar Jahrhunderte quasi ja, katholisch. Wir machen mal eine Türkei-Sendung. Wir wollen jetzt auch unbedingt unsere türkischen Zuschauer nicht verprellen. Es ist kein Türkei-Bashing. Es ist aber ein großes und komplexes Thema. Und es lohnt sich, das nochmal detailliert aufzuzeigen mit Karten. Weil in der Türkei ganz viele Völker waren, sind hin und her und dann wird's differenziert. Aber heute sind wir nicht bei den Türken. Und die Iraner, jetzt kommt's, haben eben diese originäre eigene Religion und dann auch Mystik und Gnosis. Und dieser Zarathustra sprach eben von der Suche nach Wahrheit. Und da gibt es diese 3 Befehlszeilen: gut denken, gut reden, gut handeln. Und deswegen, jetzt gibt's auch einen Hinweis oder eine Behauptung, ihr könnt das nachprüfen. Die Neuplatoniker haben damals die Figur des Hermes Trismegistos, dem dreifach großen Meister, abgeleitet, beziehungsweise Zarathustra war die Blaupause dafür, weil er eben immer gesagt hat, gut denken, gut reden, gut handeln. Dieses Prinzip der 3, das Gesetz der 3 könnte man auch nennen. Das finden wir auch hier in der Astrologie, den 3 quasi Qualitäten der Schöpfung, das Bejahen, das Verneinen und das Versöhnliche. Die Dialektik, damit hat sich auch Hegel beschäftigt. Deswegen sagt man auch, dass die Hegelsche Dialektik ein bisschen mit beeinflusst ist durch dieses eben dialektische Denken. Und Nietzsche war ja auch ein großer Fan von Zarathustra, hat da ein Buch geschrieben, also sprach Zarathustra. Ja, wobei Fan von Zarathustra, da wäre ich mir nicht so sicher. Nietzsche ging halt davon aus, dass Zarathustra derjenige war, der die Unterscheidung von Gut und Böse eingeführt hat und er wollte sie aufheben. Deshalb ist sein Zarathustra, wenn man so will, ein umgedrehter, ein rücktranszendierter, vielleicht auch ich will nicht sagen profanisierter, weil das tut auch Nietzsche Unrecht, der hatte ja eine große Tiefe auch, aber es ist schon so ein spezieller Zarathustra, von dem er dann wieder schreibt, aber natürlich, er hat das Motiv aufgegriffen und er hat auch erkannt, dass mit Zarathustra, dass das eine Figur ist, ein Motiv, was noch älter ist als die abendländische, biblische nicht Kultur, biblisch kann man auch nicht sagen, nicht älter, aber als so diese anderen Erzählungen, die wir so haben, dass es noch was Vorgriechisches ist, dass das was ganz Altes ist. Ja, und ich finde das halt interessant, dass es damals noch, also ich sag mal 19. Jahrhundert, sogar im 18. Jahrhundert, noch sehr verbreitet war. Ich kann auch gleich sagen, warum. Denn dann kam auch Rudolf Steiner, das ist vielleicht für die Esoteriker ganz spannend, der hat dann richtig über diesen Ahriman gesprochen, der dann auf Iranisch Ahriman heißt. Und das ist der Gegenspieler von diesem Ahura Mazda. Auf Altiranisch hieß der dann Angra Mainyu. Auch spannend, der Gegenspieler von Ahura Mazda. Das Wort Meister kommt ja von Mazda. So wie die Automarke Mazda. Die haben auch sogar dieses geflügelte Wesen. Das kann ich gleich zeigen, wenn du Lust hast, wenn du mir den Bildschirm freigibst. Und dieser Ahura Mazda, der große Baumeister aller Welten, also der Titan der Weisheit, hat einen Gegenspieler, Angra Mainyu. Und aus diesem Angra ist sogar auch Enge, Angst und Anger im Englischen entstanden. Ganz spannend.
Und die beiden kämpfen halt miteinander. Da haben wir das Prinzip von Gut und Böse ganz konkret postuliert in diesem zoroastrischen Religion, was ja vielleicht auch eher eine Philosophie ist, ich weiß nicht, aber das ist dann eben, es geht um die Selbstveredelung, wie gesagt, die Anhebung der Seinsstufe. Ganz spannend, dass da im Grunde in diesem Zoroastrismus dieser ganze Mithraismus eingeflossen ist. Denn, was viele nicht wissen, dieser Mithraismus, der mit diesem ganzen Schwert- und Schildkult und diese Krieger, die haben gleichzeitig auch etwas gehabt, was Vergebungskultur genannt werden oder Mehrwertanbetung, sage ich immer. Mehr Parasti auf Iranisch. Warum? Weil Mithras heißt auf Iranisch Mehr. Und Mehr heißt sowohl diese Seinsevolution wie auch Barmherzigkeit, Güte. Und das ist total spannend, dass es in der zarathustrischen Religion auch um Liebe und Vergebung gibt, also wirklich Barmherzigkeit und dann eben ganz wichtig die Wahrheit. Und wenn du willst, kann ich jetzt tatsächlich mal ein Bild einfügen. Da sieht man es gibt noch einen Punkt, der unerwähnt war bisher. Es ging auch um Feuer. Und da müssen wir noch was hören, aber da hast du auch, glaube ich, ein Bild, was das zeigt. Vielleicht blendest du das mal ein. Ja, gerne. Also ich kann ja mal starten mit der Idee von Prometheus. Hier sehen wir die allgemeine oder die typischste Darstellung von Zarathustra oder auch der zarathustrischen Lehre oder das prometheische Denken, wie man es nennen möchte. Weil da sagen einige, das ist Ahura Mazda, aber es heißt auch, dass das ein sogenannter Farawashi ist, also ein persönlicher Schutzgeist, den jeder in sich trägt. Und hier sehen wir eben die Hand, die quasi immer nach oben zeigt. Das soll den Fortschritt darstellen. Also Prometheus heißt ja auch der Voraussehende, der Vorausschauende. Und dann haben wir diesen Ring in der Mitte vielleicht kann ich das ja auch hier mal kurz anzeigen, dieser Ring in der Mitte des Körpers. Das nenne ich in meiner eigenen Methode neues Fundament. Das ist so ein Energiekreislauf. Das hat dann zu tun mit Yoga, Tai Chi, Qigong, also diesen Übungen der Energiearbeit. Und hier sehen wir eben die Symbolik von dem Geist des Fortschritts. Und in der linken Hand hält er den Ring, quasi der Ring der Treue, könnte man sagen, aber auch das Verständnis. Und ja, in der nächsten Darstellung zeige ich dann einen weiteren Aspekt, näher dargestellt von dem Frohar, heißt der. Jetzt in diesem nächsten Bild zeige ich eine konkretere Darstellung, nämlich die 3 Kommandozeilen, die 3 Hinterlassenschaften oder die 3 wichtigsten oder die 3 einzigen, könnte man fast schon sagen, Handlungsanweisungen im Zoroastrismus: gutes Denken, gutes Reden, gutes Handeln. Und jeder, der meine eigenen YouTube-Videos kennt, weiß, dass das Wort gut im Iranischen heißt Nik, also Guftarenik, Pendarenik, Kerdarenik. Und das Nik ist auch interessant, heißt übersetzt gut. Und Nik heißt aber auch wie die griechische Siegesgöttin Nike. Da habe ich auch gerade gedacht, ja, die Siegerin. Das genau. Ist ja. Und Nik ist somit also nicht einfach gut im Sinne von, ja, Gutmensch, sondern Güte im Sinne von dialektisch siegreich hervortretend. Also siegreiches Denken, siegreiches Reden, siegreiches Handeln. Sehr spannend. Und dann haben wir unten noch eben einen Spruch aus der Gatha. Das sind die Hymnen, die Zarathustra hinterlassen hat. Es gibt nur einen Weg auf der Welt und das ist die Wahrheit. Ganz spannend, denn die Iraner, die Arier, grüßen sich mit dem Wort Drud. Und nicht, wie manche Leute denken, Salam, wie die Araber. Salam heißt ja, wie Shalom, heißt ja Frieden. Ja, und das ist ja aus der semitischen Tradition. Das ist ja das muss ja ein Fremdimport sein.
Aber die grüßen sich womit? Sag das mal, Drut heißt das? Drut, und da kommt auch das Wort Truth her. Drut. Erinnert mich auch an das Wort Druide. Druide, genau, die Wahrheitssucher. Aber Wahrheit wirklich im Sinne von dialektischer Anstrengung, also und dann kommt auch dieser freie Wille, ganz wichtig, das hat der Zarathustra auch postuliert. Und ich zeige da mal eine weitere Abbildung von ihm. Es gibt ja auch eine Geschichte aus der Bibel. Ist ja ganz interessant. Da würde ich kurzer Seitenschwenk, aber es muss rein. Die Juden im Alten Testament sind irgendwann im babylonischen Exil, in der babylonischen Gefangenschaft. Und dann wird das babylonische Reich von den Persern erobert und dann geraten sie praktisch in die Hände der Perser. Und die Perser, der König Kyrios, die lassen die Juden jetzt wieder frei und erlauben denen, ihren Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Und das ist so interessant, weil die Juden ja aus dieser semitischen Tradition stammen, ihre Verbindung haben nach Ägypten, aber irgendwie sind sie mit den Persern, mit diesen Urariern gut gestellt. Und da gibt es dann auch eine Geschichte, jetzt, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, aber ich glaube, es geht um Zerubabel. Zerubabel ist dann sowas wie der Statthalter, den die Perser in Judäa, was da jetzt eine persische Provinz ist, einsetzen. Und der ist dann auch am Hof der Perser und muss ein Rätsel lösen. Und da geht es dann auch um den Gott der Wahrheit. Das ist auch so in der Bibel enthalten. Und das ist eben der Gott der Wahrheit, dort verbunden mit den Persern, dem persischen Hof. Nur mal so am Rande eingeworfen. Leider habe ich es nicht so genau recherchiert, dass ich es jetzt ganz exakt wiedergeben kann. Und das könnt ihr ja machen, liebe Zuschauer. Aber da sind diese Querverbindungen immer zu sehen. Also deshalb ist das spannend. Oh ja, denn da sprechen wir nämlich auch über den salomonischen Tempel. Und da bist du ja der Fachmann für. Und der Tempel der Humanität, wo jeder Einzelne zum einzelnen Stein wird, quasi zum Bau des Tempels. Und hier sehen wir hoffentlich das Bild, ich hoffe, das kann man sehen. Das ist die Kaabeye Zartusht, also die Kaaba oder Kubus des Zarathustra. Ganz spannend. Und hier sehen wir eben es heißt, der vielen Tempel Salomons heißen die teilweise auch manchmal, obwohl die früher auch Kabe Zartush genannt wurden. Also da gibt es auch eine Verbindung eben zu diesen Dombaumeistern, und in Europa waren es dann die Kathedralenbaumeister, und also es geht auch wirklich darum, etwas zu bauen, sowohl im Inneren an sich wie auch im Außen. Und hier sehen wir eigentlich nur diese interessante Darstellung von eben Kabe Zartush als Pendanten zum Tempel des Salomon. Weißt du, wo das liegt? Ist das auch im heutigen Iran? Ja, genauso wie auch diese Story im Alten Testament. Übrigens, der einzige nicht-jüdische Messias ist Kyros. Ja. Genau. Ist der persische König, der wird so betitelt, ja. Das heißt, es gibt im Alten Testament eine interessante, man könnte auch sagen, merkwürdig des Merkens würdig, merkwürdige Verbindung immer zum Persischen hin. Ja, und hier sieht man halt eben diesen Beweis, dass eben 500 vor Christus schon, das ist ein Rollzylinder, da wurde in Lehm quasi, wurde diese wie halt Buchdruck, aber in Lehm, in 3 verschiedenen Sprachen, das erste Postulat der Menschenrechte. Und da wird auch leider viel zu wenig drüber geredet, dass Kurosh derjenige war, der quasi auch das moderne Staatswesen gegründet, also im Sinne von, was dann Platon den Philosophenkönig nannte. Also es heißt, dass Kurosh das Vorbild, die Blaupause war für den Philosophenkönig, für den perfekten Staatsmann, den Platon beschrieben hat. Und dieser Philosophenkönig, der hat ja in real existiert, dieser Kurosh. Und auch wie du gesagt hast, auch seine Nachkommen Darius und Xerxes, der bei uns Chashayar-Shah heißt, auch interessanter Name, die haben tatsächlich immer auch dieses Humanität und so weiter da gepredigt. Denn ein Aspekt dieses Zarathustrischen ist, was wir im Iran Bahman oder eben Wohuman nennen.
Und da ist auch das lateinische Prinzip der Humanitas entstanden. Also wirklich Humanismus in der Antike. Sklaverei wurde verboten. Frauen hatten dieselben Rechte wie Männer bei Vererbung und. Es gibt auch, wie gesagt, weibliche Kriegerinnen und Königinnen. Und diese Arier haben halt damals schon auf einem hohen Stand gelebt. Ich zeige jetzt mal die Bagdad-Batterie. Ne, und da denkt man natürlich immer an Irak, Bagdad, aber es ist Bagdad. Bitte nicht vergessen, Irak ist eine Erfindung von Winston Churchill. Die Bagdad-Batterie, man sieht, die haben damals auch Strom erzeugt. Und diese Arierkönige haben auch Kanäle gebaut. Auf Iranisch heißt es Granat. Kanäle, tausende Kilometer lang, Kanäle mit Frischwasser, und dann haben sie Gärten angelegt, und also wirklich eine Hochkultur. Wir sehen hier jetzt als nächstes zum Beispiel auch das Kyropedia, ne? Also wie Wikipedia. Also zum Beispiel Xenophon, einer der vielen Bücher über den Kurosh, und da kommt auch diese berühmte Prinzenausbildung, also dieses moderne Schulsystem, behaupten einige, kommt auch unter anderem durch diese arischen Könige, die dann eben diese Prinzenausbildung für jeden angeboten haben. Auch spannend. Ist auch ein bisschen historisch irgendwie so ein bisschen fies oder tragisch. Jetzt hast du dieses große Perserreich, die persische Hochkultur. Die Griechen erobern das, ziehen ganz viel daraus. Dann nennt man diese Hochkultur, die dann entsteht, hellenistisch, und sagt immer, ja, der Hellenismus, die große Blüte griechischer Kultur. Ja, aber es war immer auch darunter, praktisch unter der griechischen Bettdecke war die Matratze namens Persien. Und später, als dann die Araber und der Islam expandierten, da war es wieder dieselbe Geschichte. Wir sprechen oft von der Blüte der islamischen Kultur, die es durchaus gab, vergessen aber, dass ganz viele im 8., 9., 10. Jahrhundert, in dieser Phase, wo der Islam seine kulturelle Blüte hatte, viele Protagonisten arabisierte Perser sind. Also das sind dann oft Perser mit arabischen Namen, wenn man dann guckt bei so Philosophen. Ne? Ein gutes Beispiel ist Ibn Sina oder im Westen Avicenna, der große Arzt. Also Persien hatte so diese tragische Rolle, immer erobert zu werden ab einem gewissen Punkt. Und dadurch war es dann immer so im Hintergrund der Wahrnehmung, ist aber ganz stark prägend über lange Zeiträume, immer wieder. Iran war zum Beispiel in beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, waren die neutral. Und Iran ist insofern spannend, denn iranische Nationalisten würden zum Beispiel behaupten, also es gibt ja diese Ariosophie, ne, die ist ja so ein bisschen verpönt. Also die Ariosophie ist die Liebenden des Ariertums. Ist wie gesagt durch diese 12 Jahre NSDAP oder was auch immer daraus gemacht wurde, so ein bisschen verzerrt. Und aber die Arier, die Aristos, das sind eben keine Herrscher gewesen, die einfach nur herrschen, weil sie Geld und Macht haben, sondern das sind die an sich selbst gearbeitet haben. Und die Edlen, die sich selbst verbessern. Und dieses Prinzip behaupten eben diese iranischen Ariosophen, als in Griechenland sozusagen. Also du sagst jetzt, das muss kurz du sagst, iranische Ariosophen, gibt es dort auch diese Strömung? Ich kenne die Ariosophie nur als eine esoterisch-okkulte Strömung aus Deutschland und Österreich. Also gibt es Protagonisten wie Guido von List oder Lanz von Liebenfels. Aber gibt es dazu auch ein Pendant tatsächlich im Iran? Oh ja, es gibt zum Beispiel da einen sehr bekannten Otto Hanisch, der sich selber Ottoman Sartuscht genannt hat. Otto Hanisch, der, ich glaube, halb Iraner, Diplomatenkind. Und dieser Otto Hanisch ist damals, war der im Iran als, wie gesagt, Diplomatenkind und hatte eine unheilbare Krankheit. Und dieser Otto Hanisch ist dann zu einer zoroastrischen Gemeinde gegangen und die haben den dann geheilt mit Wasser, Feuer, Erde und Luft. Also im Grunde so mit der iranischen Heilkunde, was auch immer das heißen mag. Aber Iran hat übrigens auch eine eigene Heilkunde. Du hast das Stichwort eben genannt, der Medicus Avicenna. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, du hattest von den Ariosophen gesprochen, Genau. wer das kommt. Sorry, dass ich unterbrochen habe, Kein aber Problem. das wollte ich Kein Problem. nochmal nachhaken. Also die im Grunde, als in Griechenland noch Fischerdörfer standen, gab es ja bereits diese Aristos im Iran, dieses große Reich mit eigener Magie und Sternenkunde. Über Astrologie haben wir zum Beispiel noch gar nicht geredet. Heißt es ja auch immer, Astrologie ist babylonischer Herkunft, aber Babylon ist eben Zweistromland. Egal. Und diese Griechen haben dann, ich glaube, mit Aeschylos, habe ich eben genannt, und ich glaube, Heraklides von Ephesus, das waren die dann eben dieses Konzept in die griechische Dramaturgie reingebracht haben. Mit zum Beispiel eben Prometheus. Das ist was ganz Wichtiges in der griechischen Dramatik. Und dort sieht man, wie das eben aus dem Osten kam, also aus Iran. Und das ist für mich der Nachweis, dass eben diese Weisheitskultur bereits bestanden hat. Und wir sehen Zarathustra häufig auch in der Darstellung mit Feuer. Haben wir vielleicht gerade diesen Feuertempel hier auf dem Bild? Okay. Das ist zum Beispiel so, was viele dann auch mit Feueranbetung verbinden. Gerade so im Islam hat man diese Zoroastrier gejagt und geschlachtet, weil sie angeblich Feueranbeter waren. Aber das stimmt nicht, denn es ist wie in der Alchemie das lebendige Element Feuer, was sinnbildlich für den menschlichen Geist oder den geistigen Funken steht. Und neben dem Feuer haben die übrigens da eben auch Erde, Luft, Wasser angebetet. Und dann gab es sogar eben diese okkulten ariosophischen Strömungen, da können wir auch drüber reden, die dann das 5. verborgene Element eingeführt haben, eben was wir dann hier Quintessenz, also die Und da haben wir die Verbindung zur Alchemie. Ja, und Alchimia, das arabische Wort, ist ein, ich glaube, Artikel, Alchimia. Ja, alles der arabische Artikel, ja. Und in Iran, also das Chemiai, also die Chemia, das war auch ein Aspekt dieser Magier, also diese Magoi, wie sie Griechen genannt haben, diese Magier in Persien haben unter anderem eben auch Chemia, also Chemie, Alchemie, die Umwandlung der Substanzen betrieben. Und jetzt kommt eben ganz wichtig, wir müssen einmal trennen das Sinnbildliche, das geistige Feuer, die Feueranbetung, aber eben auch, jetzt kommt's, ganz wichtig, und das ist ein Hinweis darauf, diese Feueranbetung, dass Zarathustra eventuell tatsächlich diese 10.000, 12.000 Jahre auf dem Buckel hat, also nicht 1000 vor Christus, sondern wirklich diese 12.000 Jahre Mithraismus, weil in den Schriften, in den Gathas, die Zarathustra hinterlassen hat, spricht er ganz viel eben von diesen Warlords und diese Leute, die ganze Zeit Tiere opfern und so weiter. Und er hat dann eben ganz viel auch mit Stiersymbolik gearbeitet und dass man halt eben, ja, das umwandelt, also keine Tiere mehr opfert, sondern dass man quasi im Inneren seine Energiearbeit betreibt als ja kosmisches Bezahlen. Ganz spannend, also Zarathustra redet ganz viel über eben das Aufhören von diesem Opferkult und das geht dann wirklich auch einher mit ja gewissen Zeitdatierungen. Also da will ich nur ganz hervorheben, dass es nicht geklärt ist, dass Zarathustra 1000 vor Christus gelebt hat. Nein, das ist diese ganzen Datierungen, die sind, ich meine, die Schulwissenschaft denkt sich das auch nicht aus, sondern die haben eine Methodik. Aufgrund von Quellen rekonstruieren sie Zeiträume und dann hat man Textfunde oder archäologische Funde und da kommen sie dann irgendwie so zu gewissen Zahlen. Die sind nicht aus der Luft gegriffen, aber die sind auch nicht letztendliche Wahrheit. Manche stammen aus dem 19. Jahrhundert und werden gar nicht mehr neu überprüft oder weitergedacht. Das ist ganz wichtig, da mal genauer hinzugucken, weil wir dann feststellen, dass viele Dinge und eben wenn man dann die Mythen oder den esoterischen Sinngehalt mal ranzieht, eben kann man dann auch zu dem Entschluss kommen oder zu dem Ergebnis, dass viele dieser Dinge viel älter sind. Seien das archäologische Funde, wie jetzt die Pyramiden und die Sphinx, ganz anderes Thema, aber ist auch nachgewiesen, viel älter. Sei das jetzt hier, wie du das zeigst, die Zarathustra-Geschichte oder Stichwort Donau-Zivilisation, wo man mittlerweile auch davon ausgeht, dass es vor über 10.000 Jahren in Südosteuropa eine alte Hochkultur gab und.
Deshalb Datierung immer mit Vorsicht zu genießen und hier auf meinem Kanal mit der These, dass alles viel älter ist. Ja, und vor allem jetzt werde ich über ein Minenfeld reden, aber ich werde ganz geschickt bestimmte Sachen umgehen. Es gibt aktuell in unserer Gesellschaft tatsächlich auch einen Straftatbestand, über eine gewisse Sache in der Geschichte überhaupt öffentlich zu reden und das in Frage zu stellen oder das zu überprüfen. Ich will nur sagen, selbst jetzt im besten Deutschland aller Zeiten 2022 haben wir Redeverbot über bestimmte Sachen. Und wenn wir jetzt über 1000 Jahre alte Kulturen reden, Überlieferungen, Verzerrungen, stille Postprinzip und reden, da müssen wir all diese Faktoren noch mit reinbringen, dass eben Geschichte absolut auch meiner Meinung nach verzerrt dargestellt wird. Und es stellt sich die Frage, ob das wirklich alles so war, wie geschrieben steht, weil, jetzt komme ich zu meinem persönlichen Aufweckerlebnis, als ich, keine Ahnung, 2001 dann dieses mit den 2 Flugzeugen, die 3 Türme kaputt machen, gesehen habe. Seitdem weiß ich, dass Geschichte vor unseren Augen schon verzerrt aufgeschrieben wird. Also wenn wir jetzt schon eine verzerrte Wahrnehmung haben oder Beispiel Ukraine, ich will da nicht drauf eingehen, wer schuld ist und so, aber wir sehen ganz deutlich, was ausgeklammert wird, ganz bewusst weggelassen wird. Und wir haben nochmals diesen Straftatbestand, über dieses Ausgeklammerte zu reden, aber wir haben ganz viel auch in anderen Kulturen. Die Araber haben die iranische Kultur kaputt gemacht, vernichtet. Und die haben, als die Araber die Iraner platt gemacht haben im 7. Jahrhundert, da haben die 4 Monate lang ihre Lagerfeuer aufgeheizt mit den Büchern aus der größten Bibliothek damals. Das ist alles historisch belegt. Und was die für Blutbäder angerichtet haben und so. Und ja, wir sehen später nach den Arabern auch nochmal im 14. oder 15. Jahrhundert Reitervolk, turko-mongolische Reitervölker. Ja, genau. Da wird heute im Usbekistan noch der Nationalheld verehrt. Ich war in Taschkent, da ist das Reiterdenkmal Timur Lenk oder Amur Timur, gibt unterschiedliche Schreibweisen. Das war ein usbekischer, turko-mongolischer Feldherr, dort verehrt, der hat ein Großreich begründet, ja, und der hat unter anderem Persien auch erobert. Das war damals schon muslimisch, da war ganz viel schon zerstört, aber es gab immer noch eine große Gelehrsamkeit und der hat in Städten wie Isfahan beispielsweise die Bevölkerung massakriert, hat da 70.000 Menschen enthaupten lassen, hat aus den Schädeln Pyramiden vor den Stadtmauern auftürmen lassen. Und auch das sind so Faktoren, wo einfach durch Blutvergießen, also durch richtig genozidales Blutvergießen, durch Völkermord, die persische Kultur auch, man kann ja nicht sagen, gänzlich zerstört wurde, aber immer wieder ganz massiv zurückgeworfen wurde, so wie man das in Deutschland auch hatte nach dem 30-jährigen Krieg oder dem Zweiten Weltkrieg. Oh ja, da sprechen wir wirklich ganz abgefahrene Themen an und da muss man halt immer auch vor Augen halten, dass eben die Geschichte von den Siegern oder von den Herrschern geschrieben wird. Und da können wir auch ganz, ganz tolle Sachen noch besprechen. Auf diesem Bild hier sieht man halt diese Person in weiß gekleidet. Da ist dieser mithraistische Händedruck. Das ist auch ganz interessant. Das ist tatsächlich auch überliefert in so ganz alten skythischen Denkmälern, die tatsächlich 12.000 Jahre alt sind oder so, wo dieser Händegruß auch herkommt. Also das ist wirklich ein arischer Händegruß, die Hand geben. Ganz interessant. Und wir sehen auch das lebendige Feuer. Also da ist immer ein Feuer, das lebendig ist. Und dann hat man auch immer einen Kelch mit Wasser, weil Wasser ist ja auch ein lebendiges Element. Dann kommen Aspekte für Erde, für Luft. Und hier sehen wir eben diese ganz in weiß gekleideten Priester des Zoroastrismus. Das ist auch so ein bisschen der Prototyp, sagt man, für diese ganzen Chaldäer oder Manichäer und ich glaube, wir sind gleich schon fast fertig mit der Sendung und wir machen jetzt das Fass der Chaldäer, der Katharer, der Manichäer auf.
dieser ganzen Und das ist nochmal, das ist echt, lass uns das mal aufheben für eine zweite Sendung. Ja, unbedingt. Also die Verbindung dann zu den Katarern und Bogomilen und da wird's richtig spannend. Aber das ist nochmal so richtig umfangreich. Hier nochmal eine Frage, jetzt haben die hier so einen weißen Stoff vor dem Gesicht. Gehören die auch zu den Zeugen Cs? Oder ist das was Eigenes, was rituell aus dieser Religion stammt? Das ist ganz interessant. Ich habe das mal so ein bisschen studiert und versucht herauszufinden. Meiner Meinung nach ist das ein Atemschutz, denn es wird hauptsächlich syrische Steppenraute, also Harmala, geräuchert. Und wenn man das 2 Minuten lang richtig schön inhaliert, das ist psychoaktiv. Und die haben unter anderem, wie ich auch gesagt hatte, mit DMT, also das nannten sie Homa, Haoma, so wie im Indischen das Soma. Die haben so wie diese Berserkertrunke, Zaubertränke und so weiter. Diese Druiden eben, die Blaupause der Druiden, die haben eben diese Trunke gehabt, aber auch eben diese Räucherungen. Und ich glaube, das ist zunächst mal ein Atemschutz, wirklich, um das nicht einzuatmen. Manche sagen auch, das ist, um das heilige Feuer nicht zu beschmutzen. Aber nur um es jetzt klarzustellen, das ist nicht in den letzten 2 Jahren während der schlimmsten Pandemie der Menschheitsgeschichte Zwinker-Smiley eingeführt worden. Genau, Zwinker-Smiley. Es gibt ja auch in Indien noch die uralte und heute sehr kleine Religion des Jainismus. Oh ja. Dort gibt es auch so Mundbedeckung. Und das Ganze deckt sich jetzt natürlich auch mit einer These, die ich schon seit 2 Jahren predige, dass das Bedecken des Mundes, was wir jetzt ja alle erleben durften, einen rituellen Aspekt hat und einen rituellen Hintergrund. Wenn man mal einfach Stichwort Massenritual so in den Raum stellt, ohne es zu vertiefen, denn wir wollen auf keinen Fall bei YouTube zensiert werden, könnte es Massenrituale geben, wo dann auch solche Elemente mal eingesetzt werden, die wie wir hier sehen, die unter anderem auch in so alten Religionen vorkommen. Spannende Frage, weil guck mal, bei den Freimaurern hast du ja auch die weißen Handschuhe, ne? Und dann ist ja auch die Frage so, dass man quasi vorher überlegt, was man tut mit seinen Händen, mit seinen Taten. Hier könnte man auch sagen, dass man vorher überlegt, was man sagt, dass man so eine Art Mundschutz hat. Ist sehr interpretierbar, sehr interessant. Aber was wir hier auch sehen, ist dann eben dieses Sofré, also dieser gedeckte Tisch, was in Wahrheit ein Tuch ist. Und das ist auch die Vorstufe von dem magischen Tisch, ne, mit den Ritualgegenständen. Ganz spannend. Ja, und so ein Tuch, ist natürlich auch, wer jetzt gerade über Persien sprechen, die berühmten Perserteppiche, der fliegende Teppich, das wird sowas in der Art auch sein. Haha, oh ja, denn die Symbolik, wir sehen hier auch ganz schön eben die Schlange vorne, ne, die Königsschlange, die Kobra, als Symbol der Kundalini-Energie. Und da können wir auch eine eigene Sendung drüber machen, über Kundalini, denn Kundalini heißt zum Beispiel im Daoismus Kunlun. Und Kun ist einfach der Beckenboden und mit dem Beckenboden quasi auf dem Teppich sitzend, wie der Eremit im Tarot hat der eben das Licht in der Hand. Ja. Und so Symboliken sind interessant. Ja. Es gibt ja auch die Geschichte im Islam. Gut, das ist jetzt nicht persisch, aber auch einfach mal interessant, dass der Prophet Mohammed, der macht ja einmal eine Himmelsreise und eine Nachtreise. Und da reist er auf einem mythischen Reittier. Ich glaube, das heißt Burak. Mhm. Und das wird als eine Mischung irgendwie so aus Pferd und Esel, glaube ich, oder so ein geflügeltes Wesen so dargestellt. In der Kunst dann auch, in der islamischen Kunst. Das ist ganz interessant, weil die Schamanen im Altai und im heutigen Sibirien, die bezeichnen ihre Schamanentrommeln auch als Reittiere. Die Trommel ist das Reittier, auf der sie dann geistig reisen. Und jetzt könnte man die Frage stellen, ob dann bei einem Propheten wie Mohammed gegebenenfalls sein Reittier, auf dem er eine geistige oder eine Himmelsreise durchgeführt hat, auch eine Schamanentrommel gewesen sein könnte. Also das sind so Bilder, mit denen gearbeitet wird. Da kann man ja mal drüber nachdenken. Und hier ist es auch eben der fliegende Teppich, wie du schon gesagt hast. Das sind dann diese Tücher, auf denen man diese Gaben ablegt, wo dann Opfertische draus werden. Man könnte auch sagen, der Altar. Das ist vielleicht auch sowas wie ein fliegender Altar im gewissen Sinne.
Ja, total spannend. Und jetzt mache ich mal so einen kleinen Break. Übrigens, bevor ich das mache, du hast eben was ganz Tolles gesagt, das habe ich vergessen zu ergänzen. Ähm, Dieser Temur Lang und so weiter. Daraus sind ja auch die Mogulen entstanden, ne? Übrigens, die Herrscher in Indien, im heutigen Indien, die sogenannten Mogulen. Man sagt ja, dass die so ein bisschen islamisch waren, aber auch vor allem iranisch. In, und das ist ganz wichtig zu erwähnen, die Mogulen, weil es übersetzt einfach auch Mongole bedeutet, ne? Die Mogulen. So, ich glaube, paar Jahrhunderte haben die geherrscht. Und das ist auch ganz interessant, dass unter diesen Mogulen zum Beispiel dieser Sikhismus auch entstanden ist. Ganz interessant, ne? Wenn wir mal irgendwann eine eigene Sendung über Indien machen, dann reden wir dann auch über diese Kushan-Kultur. Boah, das ist wie dieses Gras, was die Leute rauchen, das Kuschgras, die Kushan, das heißt die Kuheshan, die von den Bergen kommend. Ganz interessant. Also Indien, machen wir eine eigene Sendung hoffentlich mal. Ja, wir haben einiges Aber vor. Wir müssen so ein paar Weltkulturen müssen wir abarbeiten. Ich hätte auch mal eine Lust über Sendungen nur über die Germanen und Kelten. ja, und da kommen wir direkt zu diesem Kriegerkult auch. Das Ja, ist leider sieht man den Rostam. Kopf nicht auf deinem Bild. Aber Okay, es wäre auch nicht so wichtig. Ist ein martialischer zu klein. Krieger. Ja, genau, der hat so Hörner, auch ganz interessant, diese hörnergehörnten Helme, diese Muskelkraft, ne, und dann auch wirklich das Schild in der Hand und ja, das ist so auch so ein bisschen, da hast du auch mal in deiner Mithraismus-Sendung drüber geredet, über diesen Opferkult, aber sich selbst opfern für die Welt. Also das Urprinzip von Mithras, der für quasi die Sünden der Welt stirbt und dann eben verbunden mit diesem Kriegerkult, ne, dass man siegreich im Leben hervorgeht, aber durch Tun, Denken und Reden, siegreich dialektisch und dennoch stark ist und naja, da könnten wir jetzt ganz viel reden. Wir haben zum Beispiel auch hier diesen mystischen Orden der Assassinen. Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist. Die Assassinen, da müssen wir unbedingt eine eigene Sendung machen, weil das war ein mystischer Orden, die haben sich mit Sternenkunde beschäftigt, mit Rauschkultur, man nennt sie auch die Haschashinen, die Hashishin, aber Die die haben, Haschischesser auch, ja. ja, aber es kommt eigentlich von dem Anführer Hassan Sabah, die Hassaniten sozusagen, Assassin ist so abgeleitet. Und als man die Festung nach ein paar Jahrhunderten, das waren übrigens die Mongolen, das waren die einzigen, die diese Festung der Assassinen einnehmen konnten. Als sie da reingekommen sind, da haben die erstmal das größte Sternenobservatorium gesehen, das ist historisch belegt. Das größte für sie damals Sternenobservatorium, das war eigentlich ein Observatorium, diese Burg Alamut heißt im heutigen Iran. Wir machen irgendwann auch mal vielleicht so Reisen mit den Zuschauern in den Iran auf den Spuren der Assassinen zum Berg Alamut. Also, okay, ich glaube, bevor die Köpfe jetzt explodieren, mache ich jetzt mal langsam eine Atempause und dann beende ich mal die Bildschirmfreigabe, oder? Ja. Vielleicht können noch ganz viel reden. Zack. Ja, ich will nicht sagen, wir sind jetzt direkt schon am Ende so angekommen, aber wir sind natürlich langsam so im Endspurt unserer Sendung. Vielleicht doch, ich habe gerade geguckt, wir sind bei 1,5 Stunden eigentlich. Mehr oder weniger sind wir beim Ende. Einfach weil die Aufmerksamkeitsspanne auch als Zuschauer irgendwann erschöpft ist, gerade wenn man so viel Daten um sich wirft, wie wir das hier machen, so viele Themen anschneidet. Aber es ist ja auch so interessant, weil das so viele Verästelungen hat, dieses Thema. Und heute war Schwerpunkt, war Iran, Persien und man hat schon manchmal den Eindruck, wenn man dir zuhört, alles kommt eigentlich aus dem Iran. Ich weiß aber, wenn man so ein Thema so ganz intensiv erforscht, dann erscheint das auch so. Man könnte jetzt eine Sendung machen über Indien oder Ägypten, da würde man hinterher auch den Eindruck haben, eigentlich kommt alles daher. Das Spannende ist ja, dass das alte Menschheitswissen einfach so unglaublich umfangreich war. Und es gab mit Sicherheit zahlreiche Kulturen, die dieses Wissen hatten, in verschiedenen Formen, die es tradiert hatten, bewahrt haben, weitergegeben haben. Und es war eine Welt wie unsere, wo Technologie auch irgendwo vielleicht entsteht. Irgendwo wird das Automobil entwickelt oder der Motor, woanders weiterentwickelt und hin und her und wieder woanders gebaut und produziert. Also eine gewisse globale Welt gab es auch damals. Eventuell sogar wirklich global, wenn man so prähistorische Seefahrt mit einkalkuliert, wenn man frühe Hochtechnologien mit einkalkuliert, Stichwort Atlantis und Atlantis jetzt nur mal so als Sammelbegriff,
für Hochkulturen, die es gegeben haben könnte. Ich glaube es persönlich noch vor den offiziell entdeckten Hochkulturen. Aber wir dürfen nie vergessen, die Schulwissenschaft, und die muss das auch so tun, die will ich gar nicht kritisieren dafür, weil wir brauchen auch eine Instanz, die das so tut. Die kann nur mit harten Fakten arbeiten. Die kennt nur, was man ausgraben kann und was man irgendwie belegen kann. Und dann leider, natürlich ist sie, so wäre sie die Schulwissenschaft in Reinkultur, leider ist sie dann aber auch immer von Politik und wirtschaftlichen Interessen manipuliert und verfälscht. Aber natürlich gibt es dahinter auch so diesen mythischen Raum, wo man Dinge nicht unbedingt ganz klar beweisen kann, faktisch, wo sie aber trotzdem auf der Hand liegen oder man die Verbindungen und Parallelen sieht. Und das ist ja auch so immer dieses Spannungsfeld, dieser Raum, wo sich jetzt so Forscher wie wir bewegen müssen zwischen Spekulationen und Fakten und Interpretation. Aber es gibt ganz viel. Anderes Beispiel, ich meine jetzt, wir haben den Luxus über das Zweistromland, über den Iran, da ist trotz vieler Zerstörung immer noch viel erhalten. Auch das ist auch teilweise klimatisch bedingt, weil gewisse Sachen, die aus Stein sind, dort in der Wüste dann nicht verfaulen. Jetzt hast du aber den europäischen Raum, wo die Kelten und Germanen waren, wo sicherlich auch mehr aus Holz gebaut war, was vermodert ist. Und wo die Römer alles erobert und platt gemacht haben und ihre Gesicht- und Geschichtsschreibung in die Welt gesetzt haben, wo dann manches primitiver erscheint, wo ich auch immer denke, war das wirklich so primitiv? Ich habe ein interessantes Buch mir kürzlich gekauft, da geht es darum, hat ein Forscher das ein Nachrichtensystem der Kelten rekonstruiert, wie die Botschaften über hunderte von Kilometern weitergeben konnten. Es gibt die Geschichte auch mit den Runen, den Buchstaben auch, so wie man im Deutschen sagt, also Buchstaben sind Buchenstäbe. Kann man sich fragen, gab es Schriften, die vielleicht in Holz eingeritzt waren, die man dann als römischer Besatzer sehr einfach verbrennen konnte oder die auch einfach bei dem feucht kalten Wetter hier vermodert sind über mehrere tausend Jahre. Also da ist so viel, ist sicherlich auch verloren gegangen, was es wieder zu rekonstruieren und zu bergen gilt. Und ich bin auch wirklich so ein Freund davon, für jede Kultur zu würdigen. Wir betreiben keinen Chauvinismus. Die und die sind die Tollen, das kommt alles von da. Wenn wir heute auch davon sprechen, dass ganz viel aus dem Iranisch-Persischen kommt, dann meinen wir damit auch, dort führen unsere Spuren hin. Woher das Wissen vorher stammte oder wie das verzweigt ist, das kann man auch nur im Ansatz erkennen. Ich gehe davon aus, dass das Menschheitswissen uralt ist. Und da sind dann auch 12.000 Jahre vielleicht wenig. Ne? Ich hoffe, ich habe ein gutes Schlusswort gefunden nochmal zu unserer Sendung. Und dass wir Fortsetzungen drehen, liebe Zuschauer, das ist, glaube ich, schon ganz fett gebongt. Ja, Mann, also wirklich, wir haben da wirklich nur die Themen so kurz angesprochen. Das ist Wahnsinn. Das ist ja auch ein Resultat lebenslanger Wahrheitssuche. Wir forschen da wirklich und ich werde in 10 Jahren auch nicht mehr der sein, der ich jetzt bin, weil das ist auch heutzutage echt abgefahren. Wir sind im Informationszeitalter. Du kannst ja wirklich Sachen lesen und studieren. Deswegen hängen wir ja auch alle sozusagen an den Computern. Manche gucken nur Netflix, aber man kann auch so viel lesen und vergleichen. Das ist Wahnsinn, was man heutzutage für Möglichkeiten hat. Ich will abschließen mit dem Bild im Mittelalter, einfach so ein romantisches Bild, wie ein Mönch ein Buch in den Katakomben, ein heiliges Buch, was noch mit der Hand geschrieben wurde, in unterirdischen Gängen schützt, damit irgendein Wissen überliefert wird. Aber heutzutage wirklich ich kenne Leute, die haben 300 Gigabyte voll mit PDF und Filmchen, alles über Wahrheit, Truther, Gnosis, Alchemie. Also heutzutage ist ja alles offengelegt, deswegen Apokalypse, Offenlegung, Offenbarung. Und von daher ist total spannend, dieses Feld erst einmal vor sich aufzubereiten, wie der Freimaurer die ganzen Werkzeuge vor sich hat. Von daher danke ich dir auch sehr dafür, lieber Charles, dass wir diese Themen ansprechen und bist im Grunde auch einer der Pioniere, die dieses Thema im deutschsprachigen Raum einführen. Von daher danke ich dir sehr. Ich danke den Zuschauern für ihre Geduld und ihr Gehör und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Und bevor wir jetzt echt Schluss machen, muss ich noch was anmerken. Ich habe das habe ich noch nie erzählt, aber jeder hat ja vielleicht Lieblingskünstler und ich habe 3 Lieblingsmaler. Das sind William Blake,
Friedenreich Hundertwasser, das erwartet man bei mir vielleicht nicht, und einer Niederländer, der sich Jofra nennt. Und K1 hat ausgerechnet die tollen Bilder von, wie gesagt, einem meiner Lieblingsmaler Jofra bei sich an der Wand hängen. Da werden wir mal gesondert drüber sprechen, vielleicht auch ein Thema, diese Bilder, der hat nämlich den Tierkreis, man muss es schon sagen, auf perfekte Weise gezeichnet und dargestellt, mal besprechen. Und in dem Sinne, liebe Freunde, liebe Leute, machen wir jetzt Schluss, aber nur vorerst, und ich sage ciao und bis bald.